Wir haben heute unsere Räder bepackt und alles dabei, was wir auf einer Gravel-Tour brauchen. Sandra für einen Overnighter und ich für eine Tagestour. Und jetzt packen wir alles aus und zeigen, was wir dabei haben. Stefan macht den Anfang für seine Tagestour. Mit einer Tagestour meine ich keine zweistündige Runde nach Feierabend, sondern wirklich einen langen Tag im Sattel. Mit meinem Setup mit Rahmentasche und Satteltasche bin ich letztes Jahr beispielsweise 2 Orbit 360° Routen gefahren. Man könnte anstatt der Rahmentasche natürlich auch einen kleinen Rucksack oder die Trikottaschen benutzen. Mir ist es aber lieber, wenn ich kein Gepäck am Rücken habe. Grundsätzlich ist die Aufteilung so, dass ich hier hinten in der Satteltasche eher Reparatursachen drin habe und hier vorne in der Rahmentasche eher die Sachen, an die ich während der Fahrt rankommen muss. Und dann schauen wir uns mal an, was in der Satteltasche alles drinnen ist. Also wir haben ein Mini-Tool, eins mit Kettennieter, einen Ersatzschlauch. Wir haben aber auch ein Tubeless Repair Tool. Hier sind gleichzeitig noch 2 Reifenheber dran. Und einen kleinen Leatherman mit Zange ist man für diverse Reparaturen gewappnet. Und mit Messer, wenn man eine Semmel oder irgendwas durchschneiden will. Weitere Tubeless Repair-Würste. Dann habe ich hier noch Flicken dabei, falls der Reserveschlauch nicht reicht oder auch platt ist. Und einen Ventilschlüssel. Schauen wir in die Rahmentasche. Einmal die Regenjacke, Notfallkit bestehend aus einem Stück Gaffertape, 4 Kabelbindern und einem Kettenschloss, eine Minipumpe, als minimalistisches Notfallkit eine Rettungsdecke, die schadet nie, weiß nie was passiert und wenn es kalt wird. Natürlich Snacks, Gels, Riegel, was auch immer und Smartphone, EC-Karte und 20 €. Jetzt bin ich dran mit meiner Packliste für einen Gravel Bikepacking Overnighter. Genau genommen habe ich sogar für ein Event gepackt, und zwar für das Red Race 96 Hours. Ich habe in meiner Arschrakete mein Schlafsetup, Regensachen, Wechselklamotten und eine Erste-Hilfe-Tasche. In der Rahmentasche habe ich unten eine Wasserblase und ein paar Snacks und oben Werkzeug, Luftpumpe, Elektronikkram, mein Hygienezeug mit Sonnencreme, ja, eigentlich alles, wo ich schnell rankommen muss. Und hier oben in der Oberrohrtasche habe ich noch mehr Snacks natürlich, mein Portemonnaie, ein kleines Schloss und ein bisschen Kleinkram. Den zeige ich euch dann gleich noch. Und hier vorne am Lenker habe ich noch einen kleinen Rucksack. Den nutze ich bei wechselhaftem Wetter für die Klamotten, wenn ich mich immer wieder umziehen muss. Und für Snacks und Essen, was ich am Supermarkt kaufe, um einfach schnell meinen Kram verstauen zu können. Jetzt geht's ins Detail und ich zeige mal, was ich alles eingepackt habe. Eine Regenjacke, eine kurze Regenhose. Das ist mein Erste-Hilfe-Set. Da drin ist Wunddesinfektionsmittel, eine Rettungsdecke, Verbandmaterial, alles, was man eben so braucht. Extra wasserdichter Pumpsack nochmal. Mit meiner Isomatte gefüllt, Klamotten für den Abend. Ich habe mal ein Kleid und eine Leggings dabei. Das ist flexibel. Mein Schlafsetup, das ist kein Schlafsack, sondern eine Downhose und eine dicke Jacke, weil eine dicke Jacke brauche ich eh. Abends ist es öfter kalt und dann nutze ich das auch zum Schlafen. Alternativ funktioniert natürlich auch ein Schlafsack. Falls es ein bisschen windig ist, habe ich einen Biwaksack dabei, weil ich die Daunenhose und die dicke Jacke habe. Auch noch was für die Füße, ein paar dicke Socken. Um die Isomatte zu schützen vor Durchstichen vom Boden, wenn irgendwelche spitzen Gegenstände da sind, habe ich noch eine dünne, leichte Unterlage, die immer als erstes auf den Boden gelegt wird. In meiner Rahmentasche habe ich eine GoPro, eine Maske für Zugfahrten, mein Portemonnaie, was hier oben reingehört, meine Hygienetasche. Da ist Zahnputzzeug drin, ein Schutzbalsam, Sonnencreme und ein Desinfektionsgel. Porridge-Riegel, meine Tasche mit Elektronik. Da drin habe ich eine kleine Powerbank, 2 Ladekabel und einen kleinen Netzstecker, der mein Handy schnell lädt. Weiter geht's mit meinem Werkzeug. 2 Reifenhebern, Tubeless Flickzeug. Ich habe immer dabei ein Ersatzschaltauge. Natürlich ein Multitool mit Kettennieter, ein Ersatzkettenschloss, ein kleines Tool, um den Ventilkern aus meinem Tubeless-Ventil rausschrauben zu können oder festschrauben zu können.
falls der sich mal löst. Dann ist hier auch noch drin der Akku für meine Frontlampe, Armlinge und Feuchttücher für die Reinigung am Abend. Jetzt geht es an die kleinen Sachen. Ich habe hier vorne eine Stirnlampe dabei für abends, ein Schloss, um das Rad im Zug oder im Supermarkt zu sichern, ein Brillenputztuch, Lippenpflegestift mit Sonnenschutz, eine kleine Flasche Kettenwachs, Snacks und mehr Snacks und ein Lappen, um die Kette abzuwischen. Jetzt seid ihr dran. Was darf bei euch auf keiner Gravel Tour fehlen? Oder habt ihr ganz besondere Tipps? Schreibt sie uns unten in die Kommentare.